Hey Freunde, ich habe jetzt echt lange ein bisschen gesucht. Wo habe ich den Fehler gemacht, dachte ich mir. Ich bin nochmal die ganzen Beweise durchgegangen. Hier haben wir nur 2 von 3. Ich weiß nicht, warum wir nur 2 von 3 hatten, aber wir haben noch hier die Masken. Would you recognize me in one of these? I suppose not. Seht ihr? So, Sherry, do you have any ideas about the case? Und jetzt endlich sind wir bei dem Punkt, wo wir hin wollten. Super. Wir haben ja mit dem Kerl geredet, also wissen wir jetzt eigentlich schon alles. Erinnern wir uns noch mal daran, Freunde. So. Ne. Ne. Ja. Ja. Nein. Ja. Dann rübergezogen. Danach hier die Hände gewaschen. Nee, nicht er. Er. So. Und die war verschlossen. Genau. Ich glaube, jetzt haben wir alles. The bottle was used as a weapon during a scuffle in the smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hanger before leaving. Are you all right? You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. Ja, jetzt kommen wir endlich weiter. Oh, endlich, Freunde. Endlich, jetzt können wir ein bisschen quatschen gehen. Okay, Fabio wurde im Nebenzimmer angegriffen. Ritual dient zur Verschleierung. Fabio war das Opfer eines Ritualmords. Da wir nicht wissen, was da drauf ist, könnte es beides sein. Ah, gucken wir mal. Okay, was haben wir noch? Gut, wir haben jetzt was Neues, und zwar das hier. Machen wir erstmal das hier. I'm starting to put the pieces together. Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed here. I do not yet know why. So, who's responsible? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. Okay, Beweis präsentieren. Ah. The murderer had to have access to this room. After the crime, he used his own key to lock the door. So, who had the key to the altar room? I'm not sure. As a special guest, I was provided one by Mr. Manchios. He should be able to tell you of any others. Where can I find him? Most likely in the main hall, entertaining his guests. He has a mask with golden stars. You can't miss him. But please be discreet. We don't want to risk disturbing the revelry. I know you can untangle this mess. Dann gehen wir jetzt mal gucken. Warte mal. Ist das Gold? Nee, aber das sind Sternchen. Das sind auch Sternchen. Und die ist irgendwie auch golden. Nee, die sind nicht golden. Ich glaube nicht, dass dieselbe Maske zweimal gibt. Aber der steht so allein. Ich glaube, der kann es sein. Kurt Manchios, I presume.
I'm Sherlock Holmes. Oh, you must be the one Werner told me about. What a sweet voice you have. It must belong to a handsome young man. Can I call you Sherlock? As you wish, Mr. Manchos. Mr. Vogel asked me to help you. The body in the altar room requires answers, and quickly. I suspect the murderer to still be here. What? Lower your voice. I don't want anyone to hear us. Did you know Fabio well? People are starting to look at us, Sherlock. Change the subject. I can't believe what happened to him. To me. Such an atrocity. Think what it means for me. A wonderful evening for so many good, influential, and rich people has been ruined. I have betrayed all my promises of exotic delights. I don't understand. Surely a murder would affect your reputation to a greater extent. Please, isn't this why you are here? I thought you were a silent magician. Do your tricks and make it go away. I need to find all those who had the key to the altar room. As far as I know, Mr. Vogel, Fabio, and you had access to it. Is that correct? That is correct, yes. Also, Matista and Santos. Santos? Who is that? Santos Pinchetti, my major domo. In his opinion, at least. I'd like to speak to Mr. Pinchetti and Matista. Do you have somewhere I might have a private conversation with them? Of course, of course. Let me think. Matista is entertaining the guests somewhere, and Santos... Oh, yes. He will be busy with the servants. Or the cook. What's that noise? What's going on? Okay. Please, Okay. filth. You're under arrest. Schießen die gerade mit Raupen? Alter, der hat den doch jetzt nicht die Treppe runtergetreten. Oh, die Rüstung ist schön. Das könnte Matista sein. Oh Mann. Was passiert hier? Okay. Das war ein bisschen strange, oder, Freunde? You committed a crime, and now I have to free you, kiss your hand, and apologize for the inconvenience. Your great. I did tell you that Mr. Vogel and I were innocent. I emphasized it in my statement. Your statement? Thanks to some bigwigs who work for the so-called good of the country by releasing fleas like you. Thank God we have Vogel in his letter. Once I get to that goldfish, I'll... Bigwig. Oh, my wretched brother Mycroft and his long nose. Wait, did you say Mycroft? Mycroft Holmes? Are you the youngest son of Violet Holmes, rest her soul? You knew my mother? Not personally, no. Not exactly. I was working on the paperwork for that case. Would you happen to remember anything of the events? Well, I didn't make the inquiry, but I remember seeing some notes. Why? Perhaps we can negotiate. I could be quite useful. Huh. Got you hooked, right? You know what? Ich will die Stark and the Akte. others think they're the smartest here, thanks to you. Let me get this straight. Are you listening to me, lad? I'm all ears. Take this case. Report to me only, to Constable Harvey Oswald. I'll leave everything I have on this table. Find the murderer. Be a real copper. Question the suspects, make them sing, give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect? If he's innocent, then you can take your favourite degenerate away from here. If you slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bludgeon. Meanwhile, I'll be checking the archive for you. If anybody asks, then you're a consulting detective.
Let's make a start then, partner. Ja, seht ihr? Ist doch super. I'm Jetzt glad kriegen we wir die managed Akte. to get the scoop before the raid. Einsatzbericht. Nach der Aussage eines Zeugen, eine Leiche als Folge eines satanischen Rituals aufgefunden worden zu haben, wurde eine Razzia auf dem Manchus-Anwesen genehmigt. Sie führte zur Festnahme mehrerer verdächtiger Personen und zur Auflösung der Abendgesellschaft, deren Gäste in Masken und Roben zugegen waren. Sie konnten beim Vollzug unsittlicher und widernatürlicher Handlungen auf frischer Tat ertappt werden. Widernatürliche Handlung. Ah, ich weiß, was ihr damit meint. Der Leichnam des Tatopfers wurde liegend mit einer Stichwunde in der Brust am Altar gefunden. Die Beamten identifizieren das Opfer als Fabio, 20 Jahre alt, örtlicher Darstellungskünstler, festgenommene Verdächtige, W. Vogel. In W. Vogels Besitz befindet sich eine im barschen Ton verfasster Brief aus der Feder des Tatopfers. W. Vogel behauptet, den Leichnam gefunden zu haben. Er ist berüchtigt für seinen exzentrischen Charakter. Holmes trug die Tatwaffe, ein Dolch mit dem Blut des Opfers, sowie deren Beweisgegenstände bei sich. Er war von einer der verdächtigen Personen von Vogel eingeladen worden, vermutlich um polizeiliche Ermittlungen zu behindern. K. Manchius, Eigentümer des Anwesens und Veranstalter der satanischen Zusammenkunft. Er hat das Tatopfer für die Teilnahme am Ritual bezahlt. Als Eigentümer des Anwesens hatte er Zugang zum Tatort. Matista, Partnerin des Tatopfers und Teilnehmerin am Ritual. Sie versuchte zu fliehen und widersetzte sich der Festnahme. Bei ihr fanden die Beamten ein Buch mit einer Beschreibung des Rituals, das am Altarraum durchgeführt wurde. Einige der Gäste wurden bei ihren weiteren Befragungen gewahrsam benommen. Und auf einmal sehen wir Entschlüsse. Back on track to solve the case. Okay. Wer sich im Besitz des Beweismittelscheins befindet, ist berechtigt, alle Beweismittel des Falls anzusehen. Ist gut. That's good. Die Akte ist dick. Protokoll. Hiermit möchte ich Santos Pinchetti eines Mordfalls auf dem Anwesen melden. Während der Vorbereitung für die heutige Abendgesellschaft hörten sich laute Geräusche aus dem verschlossenen Nebenzimmer. Ich betrat den Raum und sah an den Wänden überall Blutflecken und seltsame Symbole. Außerdem steckte an der Brust des Toten ein Dolch. Es kam sich dabei nur um Opferritual handeln, geleitet von Kurt Manchus persönlich. Er hat die Leiche... Okay. Paradox. Sobald ich wieder in der Lage war, klar zu denken, eilte ich an die Polizeiwache, um den Vorfall zu melden. Das erklärt, warum die Polizei kam. Ein Polizeistreife wurde nach Erhalt dieses Schriftstücks zum berichtigten Tatort geschickt, während der Zeuge die Wache verließ und nach Hause ging. Interessant. Jetzt haben wir zwei Alternativen. Gehen wir mal raus. Ist da Blut? I found Alter Verhören. Schwede. Hier ist nichts außer einem Blatt Papier. Wen haben wir hier? Ah! I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. You are Matista, Fabio's friend. This body, yes, it's Matista. But it's a mere shell that will die someday. Just like Fabio. Fabio knew the risks. Selling his body to degenerates who hid behind robes and masks, it could not end well. That's only your distorted understanding of safety. Officers here, they wear robes and masks too. It's a dangerous lifestyle. But it's not as though we were given many other choices. I'm just here to ask questions and find Fabio's murderer. It will not bring Fabio back. Das Tattoo. Okkultes Tattoo. Viel Schminke. Wurde gewürgt. Und sie war eine Sklavin.
Sie hat sich geritzt und hat abgewissene Fingernägel, weshalb sie oft nervös ist. Sie hat sich geritzt, glaubt an okkulte Sachen, war eine Sklave, die wohl öfters verkauft wurde und Fingerabdrücke, Fingernägel. Hier sind Fesseln, Namen von Ketten. Mathilda war eine dargestellte Künstlerin und war Fabios Partnerin. Sie hatte ein schwieriges Leben. Bereits im Kindesalter wurde sie versklavt von ihren Brandmalenzeugen. In der Sklaverei lernte sie Fabio kennen. Stimmt, weil die beiden das Sklavenzeichen haben. In der Sklaverei lernte sie Fabio kennen, was die ähnlichen Brandzeichen erklärt. Alte Narben auf dem Körper sind bleibende Erinnerungen an die Jugend in der Sklaverei. Heute noch plagen sie traumatische Erlebnisse. Mathildas Verbindungen zu ihrem Körper scheinen nach Jahren der Misshandlung pragmatischer Natur zu sein. Gegen Geld bietet sie sich den Gästen an, die mit ihr machen können, was sie wollen. Sie hat keine Angst davor, Grenzen zu überschreiten. Zudem tätowiert sie sich selbst. Was hättet ihr genommen? Lesen wir mal das andere. Bestraft sich für die Vergangenheit. Mathilda ist eine darstellende Künstlerin und war Fabios Partnerin. Sie hatte ein schwieriges Leben, bereits im Kindesalter, bla 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 bla, kennen wir schon, alte Namen. Noch immer plagt sie dramatische Erlebnis. Mathilda hegt großes Interesse für Mystizismus, weswegen sie ihren Körper mit okkulten Symbolen tätowiert hat. Sie versucht, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und das Leben als dargestellte Künstlerin scheint sie eine gute Gelegenheit zu sein, Geld zu verdienen. Nichts von dem erklärt die abgebissenen Fingernägel und die Schnitte. Sie hat keine Angst davor, Grenzen zu überschreiten. Sie ist ziemlich nervös. Das passt nicht. Wir machen bestraft sie für die Vergangenheit. Ihr könnt gerne mal in den Kommentar schreiben, was ihr genommen hättet. Fabio and yourself were slaves, am I correct? You have a similar branding on your body. Yes. It was a long time ago. Couldn't help but also notice fresh cuts upon your forearms. The cuts helped me to forget my past, to cover the old wounds and hide them. How did you escape? Something happened. One night the master fell down the stairs. I made him fall, and he died. We ran away that day. We managed to get on a ship and traveled here, to Cordona. Fabio and I started a new life here. It was very hard at first, but it became better with time. Until today. The bruises on your neck are not self-inflicted. Someone else made them. Some guests can't contain themselves. They even bite, sometimes. Okay. I know I can handle the news. Den muss ich auch noch reden. Mathis hatte frische Bluterkiste. Von Gästen verletzt. Oder? Mathilda wurde von Fabio verletzt. Ja, das erste, was mir einfällt. Die Tatperson wusch sich. So. Ist ein Verdächtiger. Jetzt kann ich ihn auch mal deswegen befragen. Das wird er sein. Mr. Manchios. Nein. I am Constable Oswald's partner in this investigation. Be quick and gentle. Some of your colleagues are untrained boors. Although I don't mind meeting young officers. The new blood here. Oh If Mann. you cooperate in Reiche, finding huh? Fabio's murderer, there will be no need to meet with the boars again. That voice. Werner's friend? You're the policeman. What a disappointment.
Only an undercover agent can scour a ditch full of deviants. I am a consulting detective, although I'm capable of replacing the entire department through my consultations. Sharp-tongued, I like it. May I presume this tongue will get us out of this trouble? I would be so indebted and glad to repay you. Nothing's changed. I'm looking for the murderer. That's the only way to get us out of trouble. But it shouldn't take much time, correct? We're all busy after all. I need to examine you first. Der ist alt. Direkt Schminke. Der ist krank. Und er ist sehr alt. Und der ist sehr eitel. Ist der nass? Nee. Er von den Fingernägeln wusch in alle seine Hände. Vielleicht ist der Mantel doch nass. Hochwertig polierte Schuhe, sehr teuer. Ein äußerst reicher, exzentrischer und frivoler Mann. Er ist ein Veranstalter der Feste der Elite in Cordona und Eigentümer des Anwesens. Er verbringt sein Leben in Gesellschaft ähnlicher, überprivilegierter Menschen. Diese frivole Lebensweise hat ihn allerdings extrem vorsichtig werden lassen, was seine Gesundheit anbelangt. Er setzt im Zusammenhang so viel Chemikalien und Haarmittel ein, dass er damit seine Haut schädigt. Sauberkeitsfanatiker. Verbirgt sein wahres Alter. Allerdings möchte der Herr Manchios sein wahres Alter vor den jüngeren Gästen seiner Feste verbergen. Das Alter bereitet ihm so große Sorgen, dass er sich schminken und seine Haare färben lässt, um jünger auszusehen. Das passt viel besser. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr genommen hättet. You are a little over the top with your use of makeup, Mr. Manchios. Is it so difficult for you to acknowledge your age? Well, Sherlock, that's easy for you to say to an old man when you look as though you are barely 15. But still, it shouldn't be an issue for someone of your status. For people of my age, it isn't an issue, no. But the younger ones can be so afraid of wrinkles and grey flecks. I have to adapt. Such a methodical man who cares for his body but misses the soap under his fingernails. Are you so impatient, or perhaps even impulsive? I wouldn't call myself that. Silly little details. If I missed it, it wasn't important. Or rather, it was less important than who or what I was focused on. Mr. Vogel told me a little about your parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here, with you alone. I'd like to know who you usually invite to your parties. Free minds who are able to leave reality for an evening, who can taste forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties, assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true laborers, I see. Why did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow. He's capable of surprising the public. He has a talent for saying words that no one else would wish to either say or hear. I suppose I can't argue with that. He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. What was Fabio like? His personality, his habits? Anything you can tell me? He was the brightest star of my parties. Young, magnetic, and full of energy. I don't even want to mention his beauty. Otherwise, I'll be sobbing. An expensive champion, I imagine. His performances were flawless. He deserved his payment. Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? I wouldn't restrict my guests from anything. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. I've no idea about that. You'd better ask someone else. I've no idea about that. Do you have any idea who tipped off the police to raid your mansion, Mr. Manchios?
Of course. It was you. I could even say you Sherlocked me in here. A good guess, but the wrong one. The fellow who did that was Mr. Pinchetti, your major domo. What? Santos? But how could he even know? If he's not the murderer himself. The ungrateful swine. He has dared to besmirch my reputation. Not a very eloquent choice of words. What should I call him then, since he's a snitch? Make him talk, Sherlock. I'm quite certain he knows more about the murder than he has told the police. Das glaube ich auch. You'd better ask someone else. You'd better ask someone else. That's not something I know much about. Der Tatperson. I've no idea about that. Das war's, ne? You'd better ask someone Ich mach else. die mal weg, damit überall ein Haken You'd dran better ist. ask someone else. That's not something I know much about. That's not something I know much about. You bought an expensive pair of cufflinks for Fabio. Were they his price? Or were they a tip for an exclusive show? It was pure business. Fabio escorted me a few times. I was merely showing my gratitude. This pair cost a small fortune. You must be extremely grateful then. Tell me more. You've thrust a knife in an exposed nerve, Sherlock. Yes, he was my protege and my beacon also. With my experience and his beauty, we could have achieved anything. I had faith in him. I would have made him. Okay, da dachte ich mir. Bevor wir Gedankenspiel weitermachen. Das könnte nämlich auch er gewesen sein. Schauen wir uns mal den Rest an. Lol. Okay. Wahrscheinlich müssen wir erst das Gedankenspiel zu Ende bringen. Könnte beides sein, ne? Ach, da ist keiner drin. Werner, are you all right? Oh, yes, yes. Everything's fine. In fact, it's something of a family reunion. My brother spent quite some time in this place himself. You should not be here. I told the police everything I knew, but they refused to let you go. They require proof to free you. Ha! What did you expect? The mighty Sherlock Holmes swans in, tells the officers what to think, and the world obeys? Of course not. Anyway, I struck a deal with the constable, and I've got a free hand in the investigation. I find proof to solve the case for him. He obtains files about my mother's death for me. Well done. If one has the power or will and can act, then one must. I wonder, suppose you couldn't get the proof to your truth. Would you tell a lie to the guard that enabled my freedom, knowing my innocence? Would that not be just? I suppose that in the pursuit of justice, if truth was ineffectual, then Das one hättet ihr must gemacht. resort to other means to achieve the outcome. I would do it. Oh, Sherlock, that is sweet of you. Alas, if the police are after hard evidence, then I suppose neither truth nor lie would Ich do. glaube, That is Die absurd. brauchen I ihn can nur. resolve this without compromises. auch weil ich ihn nicht mag. Do not give up hope. Er hat so irgendwie so eine komische. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I have learned who told the police about the crime. It was Santos Pinchetti, Do I know him? the major domo of the manor. He cleans up after you. Well, then he does his job perfectly. All but invisible. I couldn't tell you the first thing about him. Huh.
Wo ist denn der überhaupt? Aber, Freunde, ich sehe auch schon wieder, wir sind viel zu lang. Das heißt, wenn wir ihn jetzt befragen müssen, machen wir das in der nächsten Folge. This area is restricted. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also, Freunde, gerne wieder einschalten, wenn ihr wissen wollt, wie wir in der nächsten Folge diesen Fall lösen. Bis dann, euer Toshi. Ciao.